Und da schauen wir gleich mal auf unsere Wettercamps von gestern Nachmittag bzw. am Abend. Da zeigen wir zum einen Klöchberg mit einem recht freundlichen Himmel. Zwar einige Wolken, aber durchaus trocken. Ein Spätsommertag, wie wir ihn lieben. Nichts vom Herbst, nein, es ist noch fast sommerlich. Am Nassfeld da schon etwas mehr Wolken, aber auch hier ist ein wunderbarer, traumhafter Tag zu Ende gegangen. Schauen wir mal auf die Großwetterlage in Europa. Da zeigt sich durchwegs ein recht freundliches Bild. In den südlichen Richtungen sehr warme Luft nach Mitteleuropa. Der Spätsommer setzt sich nochmal da richtig durch mit 31 Grad zum Beispiel in Madrid, ein bisschen kühler im Norden. Auch Regenschauer in London zu erwarten, heute bei 21 Grad, 28 Grad in Berlin. Viel Sonnenschein in Österreich heute wieder in den ersten Stunden, aber stellenweise auch ein bisschen Nebel oder Hochnebel. Der wird sich aber auflösen im Laufe des Tages. Die Temperaturen heute noch mal wirklich sehr, sehr warm mit 23 bis 30 Grad. In Südtirol, in Bozen sehen Sie sogar auf der Karte 33 Grad. Also da noch mal so ein richtiger Hochsommertag sogar. Schauen wir auf die 24 Stunden für den Westen. Ein strahlend schöner Tag, viel Sonne, wenig Wolken, wenn überhaupt Wolken mit bis zu 28 Grad, teilweise sogar darüber. Im Westen schaut es folgendermaßen aus, auch hier 28 Grad, vielleicht ein bisschen mehr noch drin, in Wien zum Beispiel. Und auch in der kommenden Nacht bleibt es weiter sternenklar. Die 7-Tages-Prognose für den Westen, heute also nochmal ein Spätsommertag, ab morgen dann ein bisschen kühler, schon am Samstag der Wettereinbruch mit 13 Grad und Regen. Wann kommt der Wettereinbruch im Osten? Schauen wir uns das an. Ebenso am Samstag mit 15 Grad maximal und Regenschauern, morgen nur noch 28 Grad und dann schon etwas mehr Wolken. Und ab dem Wochenende bleibt es dann auch insgesamt etwas kühler.